Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute kochen wir zusammen einen leckeren Eintopf. Das ist ein Rezept aus meinem Heimatland Moldawien, was mich an meine Kindheit erinnert. Wir nennen es Borsch mit Kohl und es ist ein Eintopf mit Kohl und andere leckeren Gemüse. Um keine Zeit zu verlieren, geht es hier sofort los. Für den leckeren Eintopf brauchen wir folgende Zutaten. Die Hauptrolle in dem Gericht spielt der Kohl. Ich habe mich für Spitzkohl entschieden. Ihr könnt auch Weißkohl oder Wirsing nehmen. Paprika brauchen wir noch. Kartoffeln, Karotten, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Lorbeerblätter, Tomatenmark, Zitrone, Zwiebel, frische Petersilie, Zucchini. Dann brauchen wir Olivenöl zum Anbraten und Wasser. Wie ihr seht, ich habe das Gemüse schon geputzt, geschnibbelt, geschnitten. Wie groß die Stücke sein sollten, entscheidet ihr selber. Ich habe fast alle in Würfel geschnitten, außer Kohl habe ich in Streifen, in feine Streifen. So ihr Lieben, die Mengenangabe wie immer unter dem Video in der Beschreibung zu lesen und wir machen jetzt weiter am Herd. In einen Kochtopf gebe ich das Olivenöl rein und lasse es erhitzen. Ich mache jetzt mal hier mein Herd an. So. Nun gebe ich die Zwiebel rein. Und der Knoblauch. Dann lasse ich anbraten, bis die Zwiebel glasig geworden ist. Jetzt, wo die Zwiebel glasig geworden ist, gebe ich den Kohl rein. Und dann lasse ich ein paar Minuten schmoren. Jetzt habe ich etwa 5 Minuten den Kohl schmoren lassen und als nächstes gebe ich Tomatenmark rein. Schön umrühren, bis das Tomatenmark sich überall verteilt hat. Als nächstes kommen die Kartoffeln rein. Die lasse ich auch ein bisschen schmoren. Jetzt habe ich die Kartoffeln etwa 3 bis 4 Minuten schmoren lassen. Und die nächsten Zutaten, die reinkommen, sind Zucchini, Paprika und die Karotten. Gut umrühren. Nun würze ich das alles mit Salz und Pfeffer. Dann kommen die Lorbeerblätter noch rein. Nun habe ich hier den Topf mit Wasser befüllt. Ein bisschen mehr Wasser wie das Gemüse. Deckel drauf und dann lassen wir kochen, bis die Kartoffeln durch sind. Jetzt gucke ich, ob die Kartoffeln schon durch sind. Jetzt suchen wir eine Kartoffel. Hier eine große Menge. Ja, habe ich ein Stückchen hier. Ja, ist schon durch. Und wir sind noch nicht fertig, weil in so eine leckere Suppe gehört auch natürlich Petersilie rein. Und ich drücke auch den Saft, eine halbe Zitrone noch rein. Und einmal umrühren. Dann lasse ich noch 1 bis 2 Minuten köcheln. Mit dem Deckel
drauf. Et voilà! Der leckere Eintopf ist noch am Blubbern hier, aber ist schon fertig zum Servieren und ich freue mich sehr darauf. Das sind Zutaten, was der Garten im Herbst hergibt. Also nichts wie nachmachen, ihr werdet begeistert sein. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert, abonniert. Diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.